Hallo, ich bin Lisa von Türchen und ich zeige heute einmal, mit welchen Inhalten man ein Türchen befüllen kann. Hierfür öffne ich den Editor und um ein Türchen zu bearbeiten, muss ich auf den Stift des jeweiligen Türchens klicken. Hier habe ich jetzt die Auswahl der verschiedenen Inhalte, die ich in das Türchen einfügen kann. Die gehen wir jetzt in der Reihenfolge einmal durch. Wenn wir jetzt also ein Bild einfügen möchten, klicken wir einmal links auf Bild, einmal auf Neu hochladen, klicken noch einmal und wählen einmal ein Bild aus dem Dateibrowser auf, klicken auf Öffnen und das Bild ist jetzt eingefügt. Hier habe ich noch die Möglichkeit, einen Alternativtext einzufügen. Dieser soll beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, damit auch Menschen, die Screenreader benutzen, beispielsweise Sehbehinderte, wissen, was auf dem Bild zu sehen ist. Ich schreibe hier jetzt einmal rein, was draufsteht. Um mir das Ganze jetzt besser vorstellen zu können, kann ich einmal in die Vorschau wechseln, zum Beispiel in die Schnellvorschau innerhalb des Editors oder über den Vorschau-Link. Zu diesem Link gelangt man, indem man auf Mein Kalender, Vorschau und Link öffnen klickt. Dieser wird dann in einem neuen Tab geöffnet und so kann ich es mir dann anschauen, wie es dann im fertigen Kalender aussehen würde. So, als nächstes widmen wir uns dem Textmodul. Können hier also einen Text eingeben, beispielsweise Gedichte, Rezepte oder einen Spruch. Ich habe jetzt ein Gedicht vorbereitet, das kopiere ich mir einmal direkt hier rein. Das Ganze ist jetzt noch nicht so formatiert, wie ich das möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel den Titel zu einer Überschrift formatieren und die beiden Strophen voneinander trennen oder das Ganze auch zentrieren, damit das Ganze mehr nach einem Gedicht aussieht. Und wenn ich einmal Speichern drücke und die Vorschau neu lade, wird mir das Ganze auch in der Ansicht entsprechend meiner Einstellungen angezeigt. Über das Plus kann ich jetzt wieder einen weiteren Block hinzufügen. Als nächstes würde das Quiz kommen. Darüber hat Martin schon ein gesondertes Video gemacht, da das Ganze ein bisschen umfangreicher ist. Wir springen daher jetzt zu dem Spielemodul. Wir haben hier die Auswahl zwischen unseren 3 Spielen. Die werde ich jetzt der Reihe nach einmal durchgehen und fange daher mit Memory an. Das ist das klassische Memory, was man so kennt. Hier kann ich jetzt eine Schwierigkeit auswählen. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Paare muss man am Ende finden. Bei unfair wären es jetzt beispielsweise 10 Paare, die man am Ende finden muss. Wir bleiben jetzt mal bei Anfänger, können jetzt unser Quiz noch ein bisschen gestalten mit unseren Farben, die zum Kalender passen. Das mache ich mal eben. Und kann jetzt für die Memory-Karten die Bilder auswählen. Also einmal die Rückseite, die immer dieselbe ist. Und 3 Motive, die dann die Pärchen sind, die man am Ende finden muss. Die lade ich eben auch einmal alle hoch, genau wie ein Bild. Speichere das Ganze. Und wenn ich die Ansicht jetzt aktualisiere und das Türchen öffne, kann ich das hier unten sogar einmal testen. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Dafür muss ich wieder einen Block hinzufügen, wähle also wieder Spiel aus und diesmal das Puzzle. Das Ganze ist ein bisschen einfacher hier. Hier muss ich nur ein Bild hochladen. Das funktioniert wie gehabt. Ich klicke einmal auf Neu hochladen, klicke nochmal und wähle mein Bild aus, das man am Ende zu puzzeln hat. Und kann hier noch auswählen, ob man das Bild am Anfang schon mal gepuzzelt sehen möchte oder ob es durcheinander sein soll. Das bleibt einem selbst überlassen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, eine Schwierigkeit einzustellen. Je höher hier die Schwierigkeit ist, desto mehr Teile wird es am Ende geben. Wenn ich Speichern klicke und die Vorschau neu lade, kann ich einmal runterscrollen und sehe mein Puzzle hier und kann es auch einmal Test spielen. Kommen wir zum letzten Spiel. Ich füge also wieder einen Block hinzu, klicke auf Spiel und wähle diesmal Triple. Das ist ein Spiel, in dem man mindestens 3 Grafiken in eine Reihe bringen muss. Das Ganze zeige ich auch gleich nochmal in der Vorschau, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Auch hier bestimmt die Schwierigkeit die Menge der Grafiken, also wie beim Memory. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Grafiken habe ich zur Auswahl. Ich werde jetzt mal 5 hochladen. Lade einmal die Vorschau neu, scroll nach ganz unten zum Spiel und sehe hier auch an der Animation, wie das funktioniert, nämlich 3 Symbole zusammenzubringen. Das kann man hier auch natürlich einmal testen, indem ich die Symbole tausche und dann verschwinden sie. Kann man sich ja mal durchprobieren, welches Spiel einem da am besten gefällt.
So, weiter geht's mit dem nächsten Modul. Das ist einmal die Einbettung. Hier kann ich eine URL oder ein Suchwort eingeben. Ich werde beides mal demonstrieren. Als URL sind viele verschiedene Medien möglich, zum Beispiel Spotify-Links, YouTube-Links und oft funktionieren sie dann so, dass ich sie innerhalb des Türchens benutzen kann. Ich zeige das einmal anhand eines Spotify-Links. Den füge ich einmal gerade ein, klicke auf OK und sehe jetzt das, was hier eingefügt wurde, kann das auch sogar abspielen. So, zurück in der Vorschau muss ich wieder einmal neu laden, sodass der Inhalt angezeigt wird. Scroll einmal runter und sehe jetzt hier mein eingebettetes Modul und kann das auch benutzen. So, das mit Spotify war jetzt aber nur ein Beispiel. Ich kann jetzt auch mal mit YouTube nochmal zeigen, wie das funktioniert. Ich rufe nämlich mein YouTube-Video auf, was ich gerne im Kalender hätte. Kopiere das Ganze einmal. Ups. Und füge das jetzt anstelle dessen ein. Klick auf OK. Und das Video erscheint hier unten. Ich kann das hier mal abspielen, werde das jetzt aber speichern und mir in der Vorschau direkt anschauen. Lade also wieder neu und sehe hier das eingebettete Video. Das funktioniert mit verschiedensten Medien. Da muss man sich einfach ein bisschen rumprobieren, was geht. Ich zeige jetzt auch einmal, wie das mit der Suchfunktion funktioniert. Ich füge wieder einen Block hinzu, klicke auf Einbettung und kann hier ein Suchwort eingeben, beispielsweise. Und habe jetzt die Möglichkeit, zwischen Giphy oder Unsplash zu suchen. Giphy ist für bewegliche GIFs und Unsplash ist für Bilder. Wenn ich jetzt Unsplash wähle, bekomme ich hier Bilder von Katzen, die ich frei verwenden darf. Und wenn ich Giphy wähle, bekomme ich hier bewegte Bilder von Katzen. Ich wähle an der Stelle mal eins aus. Muss das wieder erlauben und sehe mein Katzengif hier. Speichere einmal, lade die Vorschau neu und sehe auch hier, dass sich das GIF hier schön eingefügt hat. Als nächstes zeige ich einmal, wie die Hyperlinks funktionieren. Hier wird mir schon die URL des Editors vorgeschlagen, die wähle ich gerade einmal und dem kann ich jetzt noch ein Label geben, also das, was auf dem Button draufstehen soll. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit, einen Modus zu wählen. Das ist jetzt eingestellt auf klassischer Button. Als Alternative kann ich auch ein Bild verwenden. Ich zeige jetzt aber erstmal den Button und kann auch einstellen, ob sich der Link, den ich hier eingegeben habe, in einem neuen Tab öffnen soll. Das lasse ich jetzt mal aktiv und speichere einmal. Lade die Vorschau neu und sehe hier einmal meinen Button. Wenn ich jetzt klicke, öffnet sich ein neuer Tab mit der URL, die ich als Ziellink eingegeben habe. Wenn ich jetzt stattdessen aber ein Bild haben möchte, das verlinkt ist, klicke ich einmal auf ganzes Bild und lade hier eins hoch. Ich wähle jetzt mal das hier zum Beispiel, lade das wie gehabt hoch, speichere einmal und lade das neu. Und sehe jetzt einmal das Bild über die volle Breite eingefügt und wenn ich darauf klicke, gelange ich zum selben Link. Mir war jetzt die Version mit dem Button lieber, daher wähle ich jetzt Button aus und lösche das Bild auch nochmal raus und fahre jetzt fort mit dem nächsten Modul. Das wäre dann die Möglichkeit, eine Audiodatei hochzuladen. Hier ist es wie gehabt. Ich klicke einmal auf diese Fläche. Ich habe hier jetzt eine MP3, klicke auf Öffnen und kann das Ganze speichern und lade das mal neu. Und habe hier jetzt einen kleinen Player, mit dem ich die Audio abspielen kann, die ich eben hochgeladen habe. Wenn ich möchte, kann ich noch ein Titelbild einstellen. Wenn ich das mache, legt sich das Ganze in den Hintergrund davon. Das lade ich einmal nochmal neu. Gehe nach ganz unten und sehe, dass sich das Bild, was ich eben für das Titelbild hochgeladen habe, hier dahinter legt. So, als nächstes kommt die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Ich wähle das einmal aus und habe hier auch wieder die Möglichkeit, meine Datei hochzuladen. Klicke also wieder auf die Fläche, wähle mein Video aus, drücke Öffnen.
Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass das Video maximal 120 MB groß sein darf. Sollte das Video, was ich einbinden möchte, größer sein, habe ich immer noch die Möglichkeit, es mit dem Einbettungselement zum Beispiel bei YouTube hochzuladen und dann über die URL einzubinden. Ich habe hier noch die Möglichkeit, die Steuerelemente ein- und auszublenden. Damit sind Play- und Vollbild-Optionen gemeint. Ich kann einstellen, ob das Video stumm sein soll, und wenn es stumm ist, kann ich auch Autoplay aktivieren. Sprich, das Video würde einfach abspielen, wenn ich das Türchen geöffnet habe. Ich demonstriere das jetzt einfach auch mal genau so. Speichere das Ganze, lade die Vorschau neu, gehe runter zum Video und sehe, es spielt direkt ab und ich habe meine Steuerelemente. Wenn ich diese jetzt ausblende und speichere und die Vorschau neu lade, habe ich hier einfach nur das Video und kann damit nichts weitermachen. So, ich komme jetzt zum letzten Inhaltsblock. Das ist einmal der Download. Wenn ich diesen wähle, kann ich auch hier wieder eine Datei hochladen, indem ich auf die Fläche klicke und Dokumente wie beispielsweise PDF hochlade. Klicke auf Öffnen und ich kann dem Ganzen jetzt noch ein Label geben, da das Ganze in Form eines Buttons sein wird. Also beispielsweise, und wenn ich das jetzt speichere und neu lade, ganz nach unten scrolle, und wenn ich hier klicke, öffnet sich die PDF einmal im Reader und ich kann sie mir hier runterladen. Das allerletzte Feature an der Stelle ist hier ausgegraut. Darauf gehen wir auch in einem gesonderten Video ein, da das wieder zu umfangreich an der Stelle wäre. In diesem Video geht es vor allem um die Funktionen, die dem Business Bundle enthalten sind. Und damit sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!